Yo, YouTube, es ist schon wieder soweit. Wir gucken mal wieder ein Video. Dieses Mal von einem Kanal, da waren wir noch gar nicht zu Gast, nämlich Kayfabe Mike Productions. Und der hat ein Video gemacht über Cody Rhodes. Also streng genommen hat er sogar 2 gemacht. Wir gucken uns Teil 1 an. Exposing the Backstage Politics behind Cody Rhodes AEW Departure. Also es geht darum, dass da Backstage-Politik gelaufen ist, als Cody zu WWE zurückgewechselt ist. Und da möchte ich mal drauf schauen mit euch. Das ist nämlich ein sehr viel geklicktes Video gewesen und Teil 2 noch viel mehr. Deswegen fangen wir mal vorne an und gucken uns Teil 1 an von diesem YouTube-Kanal. Mal schauen, was das kann. Das mache ich nicht alleine. Nee, aber ich mache das auf twitch.tv/blöder mit OE geschrieben. Und wer ist da? Ja klar, das wunderbare Timo. Und die sind hier und wollen euch eigentlich Hallo sagen, machen es aber wieder nicht, weil ich sie vorher dazu aufgerufen habe. Ich rufe euch jetzt bei YouTube aber dazu auf, dass ihr einen Daumen nach oben da lasst, den Kanal endlich abonniert und mir in die Kommentare schreibt, was ihr von diesem Video, auf das wir jetzt reagieren, haltet. Für die Leute, die wieder nur Headlines gelesen haben, meine lieben Freunde, ja, das war Clickbait und jetzt guckt euch das Video trotzdem an. Gut. Exposing the Backstage Politics. Also, ich weiß noch nicht genau, ob es jetzt um AEW geht oder um WWE. Also, wie ist er dazu gekommen und dass er jetzt dann zurückgewechselt ist? Also, wir wissen, er war EVP, er ist einer der Mitgründer gewesen von AEW, um dann nach 3 Jahren das Schiff zu verlassen und zurück zur WWE zu gehen und da die große Nummer zu werden und bis heute halt Champion zu sein. Mal gucken, was Cody dazu bewogen hat und was da im Hintergrund gelaufen ist und was wir noch nicht wussten. Tony Khan. He offered me a contract and I said hell no. There was a good amount of people in management that wouldn't have minded if I slipped and fell hard on my face. He returned to WWE. Does not happen. Done the YouTube cruise before, and it only ends in heartbreak. Last thing I did at AEW, no one really knows. The last thing I did was Cody didn't just walk into WWE. He had a backup plan. My fallback was if WWE rejected me in terms of the fans, I knew I could come back to WWE, but if it didn't work on the level I wanted it to work. Playing several moves ahead in case WWE didn't treat him like the star he believed he was. Okay, also er hatte offensichtlich Bedenken, wenn er AEW verlässt, dass WWE ihn richtig einsetzt. Ich habe von diesen Interviews, die er da gegeben hat, die hier zum Teil gezeigt wurden, gelesen. Ich habe sie nicht gesehen. Also mal schauen. Video ist jetzt 3 Wochen alt zu dem Zeitpunkt, als wir darauf reagieren jetzt. Bin gespannt. Ja? Und dann stellt sich hier natürlich so ein bisschen die Anschlussfrage, wie zufrieden kann er sein mit WWE bis hierhin? Bleiben wir mal drin. When people start doing shoot interviews and books on contracts. And here's the twist. Cody had a 1-year option on his AEW contract that Tony Khan, AEW's owner, could have used to keep him, which is the exact move he'd used for the Young Bucks, but chose not to for Cody Rhodes. Why? What really went down? That you said it was a personal thing that we just couldn't get past. Could you elaborate on what that is? Sure. Okay, er hatte eine Option, Tony Khan zieht sie bei Cody Rhodes nicht, bei den Young Bucks hat er sie gezogen. Das heißt, es gibt irgendwelche unüberbrückbaren Differenzen, darauf zieht das Ganze ab. Dazu hat er sich geäußert. Okay, das ist an mir vorbeigegangen. Sure, it was. Here's the real kick here. Cody didn't even expect to become WWE champion when he returned. As soon as I came back, I mean, instance into walking out, it had rekindled not just my love for pro wrestling, but it had rekindled the feeling of, no, I can get to the top. It's not lost yet. I still have a shot at it. But to understand how we got here, we need to take a trip back. A year is probably the most controversial in wrestling history. Coming back here was a far bigger gamble than All In. The story of you coming to WWE swallowed up Stone Cold Steve Austin returning to wrestling. Because here's the guy who, when waved another flag really hard for quite some time. If he came here and just blew it, that would be. The chat's exploded saying that Cody and Brandy have left AEW. Also ich kann mich noch ganz gut erinnern, zur damaligen Zeit, man hat ja gelesen, dass sein Vertrag theoretisch auslaufen würde. Keiner ist ehrlich gesagt so richtig davon ausgegangen, dass er wirklich weg sein wird von AEW, weil er eben als Mitgründer mit den Bucks, mit Omega und Khan natürlich eine sehr prominente Rolle hatte und er ja genau sich gegen das System WWE so ein bisschen gestellt hat, auch wenn er es nie wirklich attackiert hat, aber er hat im Endeffekt sehr viel Eigen-PR betrieben, als er weg war. Er hat das Business für sich genutzt und hat sehr clever hantiert damit, ob es dann gefühlt für AEW-Fans vermutlich, wegzuwerfen aus seiner Sicht, um doch wieder zurückzugehen ins nicht so gelobte Land. Die ersten Reaktionen damals war, ja, wird nicht passieren, kann mich erinnern. Dann war WrestleMania, selbst da gab es immer noch viele, viele Leute, die gezweifelt haben, sich nicht sicher waren, stimmt das jetzt wirklich oder nicht, oder spielt WWE einfach nur damit und haben ihn nicht. Und dann kam er raus und alle so, what the fuck, ja. Und ich weiß auch vor allem, die Reaktion damals von uns war, oh, die präsentieren ihn wahnsinnig groß. Mit dem Entrance, mit dem Nightmare-Gimmick, mit der Musik, die er bei AEW genutzt hat. Und
spätestens da war klar, die haben ihm offensichtlich viel angeboten. Und damit meine ich nicht nur im monetären Sinn, sondern auch im Sinne von, was hat man mit ihm vor. Triple H damals schon, naja, was zu sagen gehabt und letztendlich die Entscheidung getroffen, ihn zurückzuholen. Und offensichtlich ist, was sowas angeht, Triple H ein ganz guter People Manager, so würde ich es mal ausdrücken, der Leuten dann das gibt, was sie brauchen, was dann vielleicht ein Vince nicht getan hätte. This is career for Cody Rhodes. This is Not a word. Career. So what do we talk about now? Do we go back to Steve? They're calling Stone Cold Steve Austin out of retirement after 19 years to try to get some people into these buildings. If he goes to WWE, do you personally think it's a good move? Creatively, no. Financially, yes. It's a good job. Smeg all happened on Raw. Nothing happened on Raw. What would he accomplish by going back to WWE? Because there's every chance he just becomes a mid-carder again. Diese Skepsis damals, ne, ob er jetzt wirklich dann als große Nummer eingesetzt wird, ich glaube, spätestens mit dem ersten Auftritt war es klar. Aber dieses Gerücht, dass er zurückkommen könnte, ich glaube, nicht viele haben geglaubt, dass das Sinn macht. Plus, was dazu kommt, zu dieser Zeit hatte AEW durchaus noch einen gewissen Hype. Da haben viele auch dran geglaubt, dass AEW größer wird und vielleicht noch mehr Competition sein kann in Zukunft. Was dann ja nicht der Fall gewesen ist, spätestens mit seinem Abgang. Das war so ein bisschen, naja, einer der Brüche oder Risse, die dann in dieses Fundament reinkamen, die dann eher dazu geführt haben, dass das Produkt stagniert oder sogar rückläufig war danach. Ich würde es jetzt nicht nur an ihm festmachen, aber es ist eine dieser Entscheidungen gewesen und einer dieser Personalwechsel, die sicherlich nicht gut waren für AEW, weil es natürlich ein katastrophales Außenbild auch war. Wenn einer der Mitgründer, der diese Idee getragen hat, auf einmal geht und bei WWE wieder auftaucht. WWE hat es clever gemacht. Die haben ihn genommen und haben ihn wie $1 Million präsentiert, was sie vorher mit Cody ja nie gemacht haben. All I've seen today is people going, 2 months he's going to be Stardust again. Nobody should give WWE Bruce, Nick Khan. Don't give any of these people the benefit of the doubt. They don't give a about you. They ain't going to make it. They're going to bury him. You're walking in there as public enemy number one. You've actively taken revenue away and audience away from WWE. They're going to welcome you with open arms? Like, there will probably be a huge amount of fanfare early doors because it's Cody Rhodes. But yes, for the first couple of weeks, you'll be, oh my God, we got Cody Rhodes. Ha 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 ha. Tony Khan. how big of Ich kenne den Dude nicht, der da so ein bisschen emotionaler wird. Offensichtlich, naja, lag er ja komplett falsch. Also mal dahingestellt, wie es dazu kommt oder gekommen ist, dass er jetzt Champion ist und über 2,5 Jahre jetzt ja quasi die Nummer 1 in der Promotion war. Da geht, glaube ich, der zweite Teil drüber, wie das passiert ist, dass es da natürlich Umwege brauchte, auch gerade Anfang des Jahres. Ist ja kein Geheimnis, aber sie haben ihn zum Champion gemacht. Sie haben ihn immer in diesen Loop gehalten. Man hat sogar bewusst damit gespielt, dass man ihn am ersten Main Event verlieren lassen hat, um ihm dann das Jahr drauf den größeren Moment zu geben. Ob das immer so geplant war oder nicht, ist gar nicht so wichtig. Und das Wichtige ist, was sie am Ende daraus gemacht haben. Und ich glaube, Cody Rhodes wird sich nicht beschweren darüber, über diese Art und Weise, wie er dargestellt wurde. Dementsprechend, ja, glaube ich, die ganzen Naysayers, WWE wird das nicht machen, sind, glaube ich, des Besseren belehrt. Wo kam es her? Es war früher oft der Fall. Also früher war es der Fall. Es gab genügend Beispiele, unter anderem auch Dusty Rhodes, ja, beispielsweise, der eigentlich nur im WWF-Programm stattfand wieder, weil Vince eigentlich lächerlich machen wollte über ihn. Da kam ja auch das Polka-Dots hier Ding her, wenn man den Mythen glauben möchte. Problem war einfach nur, dass er gut funktioniert hat und dann kam man nicht mehr drum herum, der Vince zur damaligen Zeit. Aber Vince war hier halt schon nicht mehr in der entscheidenden Rolle, dass er da wirklich Einfluss genommen hat drauf. Er war dann zwar nochmal da, hat aber im Endeffekt aufs operative Geschäft offensichtlich nicht mehr so viel Einfluss gehabt, dass er das verhindern wollte, konnte, durfte. Diese Kritik oder dieser Glaube, dass es schief geht und dass WWE das nicht machen wird, die war durchaus begründet. Ja? Dieser Gedankengang war begründet, aufgrund vieler Beispiele, wo das passiert ist, auch aus der WCW-Zeit beispielsweise. Und dennoch muss man jetzt mit 2,5 Jahren Abstand einfach sagen, ja, WWE hat die Cash-Cow aber mal so richtig gemolken und das im Sinne von Cody. a deal is it that Cody Rhodes might go back to WWE? It's not that big a deal. It's a huge deal from AEW's perspective. Cody Rhodes is responsible for the creation of AEW. Without Cody, there is no AEW. I am disappointed that Tony Khan let him go. This is a bad look. You know, Tony has a vision, and then this is his money, and let's see how that plays out. I've never felt better in my entire life. Das ist übrigens eine sehr interessante Aussage gewesen von Cody. Ne? Tony Khan hat eine Vision und er hat das Geld. Mal gucken, wie das ausgeht. Er klingt ja schon durch. Wir waren nicht mehr auf derselben Seite. Er klingt ja schon durch. Wir hatten unterschiedliche Vorstellungen davon, wo wir hin müssen. Ich glaube, Cody hat mit AEW mehr Mainstream-Vorstellungen gehabt, als das eben der Fall ist. Und als es sich dann bewahrheitet hat am Ende des Tages.
crazily excited. I've never felt better. At the time, no one knew for sure that Cody was going to WWE. Ladies and gentlemen, we are in an exciting phase of the wrestling war. In fact, we wouldn't learn that until 30 months later when his grand return at WrestleMania. But to truly understand Cody's journey and his intentions, we need to take a quick trip back to 2019. You've been responsible for the resurgence of the indie scene and building it back up to where people actually give it the credibility that it hasn't seen in quite a while. How does that feel to be the face of this resurgence of essentially the territories? Loaded question. I have no intention currently of going back to WWE. I know that's a lot of people's thing. Oh, built my brand up, here I go. This is too much fun, and figuring this out, and figuring out everything with Ring of Honor and New Japan. Ring of Honor had a 30% business increase from a gross. That's outstanding. Ich glaube, Cody wusste von vornherein, was er da tut. Er hatte derzeit schon erkannt, dass er seinen Wert noch weiter steigern können wird und WWE irgendwann um ihn nicht drum herum kommt. Und dann kann er sich die dicken Verträge angeln. Das hat er ja dann getan am Ende des Tages mit dem Umweg AEW. Ob das der ursprüngliche Plan war, sei dahingestellt. Die Phasen innerhalb vom Independent Wrestling, glaube ich, für einen Cody Rhodes, er war ja unter anderem auch in Deutschland unterwegs bei WXW. Cody Rhodes war sicherlich keiner, der schlechtes Geld verdient hat in den Indies. Auch die Bucks nicht. Ja? Plus die Japan-Auftritte, die wahnsinnig groß waren, teilweise gerade die Wrestle Kingdom-Auftritte natürlich, aber er hat schon sehr gutes Geld auch verdient außerhalb. Also es ist ja kein Generic Independent Wrestler gewesen, der jetzt für $300 die Nacht irgendwo in Bumfuck, Kentucky gewrestelt hat. Also das ist ja nicht der Fall. Er war schon ein gestandener Name, aber er war natürlich nicht der große Name, der er heute ist. Er hat aber den Namen Rhodes gehabt und er stand für ordentliches Wrestling, was auch im Independent Circus funktioniert hat und er war eben nicht der klassische WWE Wrestle Guy, der mal für 3, 4, 5 Jahre im Programm stattgefunden hat und davor, Schwimmmodenmodel oder Bodybuilder war. Er kommt aus einer Wrestling-Familie, er hat einen gewissen Background und er hat auch nicht mehr in seinem Leben. Er ist Wrestler. Mehr hat er nicht. Und er hat noch seine Schule oder seine Outlets, hat Interviews gegeben und hat sicherlich auf Conventions rumgelungert und Autogramme geschrieben und da hat er auch Geld verdient, aber er wusste schon, es war ein kalkuliertes Risiko, er wusste schon, dass er finanziell nicht in Nöte kommt und das eigentlich nur aussitzen muss, bis der dicke Vertrag kommt. Der erste dicke Vertrag kam mit AEW und der richtig dicke Vertrag kam dann wahrscheinlich mit WWE. This right here is a family. There's two big differences between WWE and what AEW is. Tony Khan, guys, he's one of us. He's a wrestling fan. He's the one who sought out us and made us the EVPs so that it could be a wrestling company run by actual wrestlers. We haven't had competition in a long time, and we have some now, and I think it's exciting. Cody Rhodes, his wife Brandy, I respect the hell out of them. Apparently, if you put executive vice president in front of anybody's name, they feel important. Hope that they can pull it off. If they do, it's going to be a hell of a... And I give you my word, we will never, ever let you down. For me and for her, this is it though. You know, I looked at the sucker the other day. It's more years than any WWE contract I signed, and I know why, because I'm committing my life to this. So I've gone all in, no pun intended, on being one of the faces of the company. It's a big money startup, and I've been able to touch everything. Hey, Dusty Rhodes. Und hier muss ich auch sagen, ich meine, das sehen wir sehr oft. Ich würde das gar nicht nur auf Cody beziehen, was viele Fans überbewerten. Das sind natürlich PR-Aussagen. Das sind Aussagen, um deinen aktuellen Arbeitgeber, denjenigen, der mir gerade einen dicken Vertrag hingelegt hat, natürlich zu promoten. Und das ist dein Job. Natürlich ist er ein Zufährt gewesen, zusammen mit den Bucks und Omega, nach außen, in der Außendarstellung. Das waren die Indie-Guys, das waren die Leute, die nicht unter Vertrag standen bei WWE, die man ranziehen konnte und einen gewissen Hype hatten, auch über Japan und darüber hinaus. Natürlich stellen die sich hin, wenn Tony Khan das Scheckbuch aufmacht und als Investor einsteigt und sagen, das ist das Beste, was uns je passiert ist. Ich würde ihm sogar unterstellen, dass er wirklich ernste Absichten hatte, daraus mehr zu machen. Und ich glaube sogar, dass es daran vielleicht gescheitert ist am Ende des Tages, weil die Ambitionen von dem Cody Rhodes businesstechnisch wahrscheinlich irgendwann deutlich divergiert sind mit dem, was die Bucks, Khan und Omega so vorhaben. Competed with Vince McMahon, and he lost. And here is his youngest son who's going to go try and cut Vince's head off. The success of All In opened the door to a national wrestling promotion that could compete with WWE. Enter Tony Khan. And he is the financial backer, and he is the sphere of influence and has this business acumen. But it also means that if we want to really step in... AEW was born in 2019, and Cody was right in the middle of it. Tony, his family business, and me and Brandy, and yeah, it really is the family business. I believe if there was any one wrestler there that treated AEW as if it was his own money, it's Cody Rhodes. Cody didn't just create AEW, you ran the production. I love it. Yeah, so you were there where I was still running those meetings.
Yeah. Übrigens was in der Wrestling-Bubble ja immer ganz gern gesehen wird. Lerne. Lerne bei allen Sachen, die du machst. Nicht nur als Wrestler, sondern auch drumherum. Und ich glaube, das hat ihm natürlich auch diesen jetzigen Run dann beschert am Ende des Tages, dass er im Endeffekt auch das Business dahinter verstanden hat. Er hatte natürlich schon gewisse Einblicke durch seinen Vater, der da ja Ähnliches gemacht hat, der viel im Booking-Committees saß, der viel Promoter-Aufgaben übernommen hatte. Er war ja nicht ganz unbefleckt und weiß, wie das Business ein Stück weit funktioniert. Und hier hat er es dann umgesetzt und hat es dann getan. Das ist ein ganz großer Unterschied zu einem normalen Standard-WWE-Wrestler, der da angestellt ist, seine Matches macht und wieder nach Hause geht. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum man Cody wieder zurückgeholt hat, weil er das Business inzwischen besser versteht. Und weil er besser versteht, wie man Geld verdient. I really love, from an ego standpoint, from an optic standpoint, that was really cool. But I also really loved leading. And I just maybe wasn't ready to fully lead at that point. And it didn't rub everyone the right way that, why is he running the production meeting? He took that role seriously. In fact, Cody was so committed to earning the fans' trust. I think Tony didn't want to really come out as much. He was just getting comfortable with the idea of it. Now he's out front. He's able to do it all. But at the beginning, it was all me. That he made a bold move. He vowed. Es hört sich alles so ein bisschen an, als wäre das so ein bisschen ein interner Machtkampf zwischen Tony Khan und Cody. Ne? Cody ist ja nicht dumm. Wenn er sowas äußert heutzutage, er weiß schon, wie er das politisch korrekt formuliert, ohne dass er ihn angreift. Aber im Grunde zwischen den Zeilen sagt er, naja, Tony Khan er wollte diese Rolle eigentlich und hat sie dann doch gewollt und hat sie sich genommen, weil er halt derjenige ist, der das Geld hat. Never to challenge for the AEW championship. In this executive role, I've put my foot in my mouth so many times, whereas when I was a talent, I could get away with it. Talents can lie. Talents can exaggerate. When you're any type of management, you're held accountable, which is a lesson for me to learn. His goal was to be seen as the guy who was there for the fans, not for titles or ego. That's a huge part of what makes his eventual departure so incredibly complicated. But what went wrong in AEW? Was it creative differences? Was it money? The truth is much more personal. I was so caught up in the moment of the revolution that was happening and wanting to be the guy they trusted the most with the revolution. Counter-program the law. They should you He was unable to do those things, but he would join. I want to stay the executive vice president of All Elite Wrestling. I told Tony this until I die. This is the end of my career. You don't really Bis ich sterbe. Das ist das Ende meiner Karriere, hat er gesagt. have another option. That I can't really go back. The others can change. I really can't. Despite his efforts, Cody's relationship with the fans took a strange turn. Rumors started swirling about conflicts with the elite, his former best friends and co-executives. We've been very successful, AEW, and with NXT using the Wednesday Night Wars, that created a lot of anger. And I understand that there's a lot of hardcore NXT and WWE fans out there, and that's why those stories like that don't surprise me. I think people need to cling to something. Why did you stop appearing on Being Elite? Oh gosh, I don't even remember. There's a quote in the Young Bucks book about how I was last to the signing and Oh yeah, you're on the list. Don't edit me out, Nick. I just wanted to come to the party, all right? I hated that in the Young Bucks book, they said I was last to the signing. That's one of the things that people always cite. Oh, he was last. He wasn't that big a deal to the origin. Yes, I guess I was the last. And yes, I had different thoughts. And it's not incorrect at all what they said. You were physically the last. Also das Bild, was sich da immer so ein bisschen ergibt, ist, dass Cody Rhodes einfach größere Vorstellungen hatte oder Ideen hatte, wo das Ganze hingehen soll. Und die haben irgendwann nicht mehr reingepasst. Mit der vergehenden Zeit. Ja, am Anfang ist es alles aufregend und alles Spaß und alles toll. Und wir haben jetzt ein Riesending am Start. Wir haben einen millionenschweren Investor im Hintergrund. Wir haben Möglichkeiten, die wir uns nie erträumen lassen konnten, aus dem Independent Wrestling rauskommt. Da ist es alles cool und alles geil und dann geht es ums Business. Und dann kommen Egos ins Spiel. Ich will gar nicht sagen, dass hier ein Ego größer war als das andere, aber ich glaube, hat sich dann irgendwann einfach rauskristallisiert, dass sie andere Vorstellungen hatten. Und er kam ins Überlegen. Ich glaube nicht, dass sie sich spinnefeind sind, aber offensichtlich gab es hier dann irgendwo Verwürfnisse. Er hat sich ein bisschen separiert oder separieren lassen, eins von beiden. Dazu kam sicherlich auch, dass das Booking bei AEW von ihm, fragwürdig war im Sinne von, wie kommt der Charakter an. Ich glaube aber nicht, dass das der ausschlaggebende Grund war. Yeah, like it's not incorrect, but I was just in on it as well as anybody else. I didn't take his call.
Really? I didn't, and I didn't like deny him, but I just heard, hey, Tony wants to talk to you, and thought, I am a listener on the fucking list. Certain storylines didn't resonate, and soon, Cody found himself becoming a villain in the eyes of the very fans whose trust he had fought so hard to earn. I am thankful to the fans that cheer me, and I am thankful to the fans that boo me, because both sets of fans are getting ready to go on a ride that is just bizarre and it's not the path that you think. We're not doing what's been done before. Recently in interviews, Cody has hinted at how this villain narrative weighed on him. He even compared his experience to the Dark Knight. Some fans need the story to be that they didn't want me, they pushed me out. They need me to be the villain. I was always fine accepting that because of the respect I had for wrestling and their journey we were on together. So the idea that somebody involved with bringing this alternative promotion, this challenger brand, to the mainstream, to be there and be an alternative option, that person would then leave and go back, is very large if you really think about it. Especially that's what I do. The goalpost move, and I try to keep going. That's the number one thing I'm good at. Oh man, these people are gonna bet against me. Oh. You guys remember when Cody left WWE? That paycheck just it's not worth your happiness. A lot of people in AEW, I mean, shocked. Nobody gets to quit WWE. They were like, dude, he had everything here. Could have a job for the rest of his life. I was going to work there forever. Why would he leave? You said on Aubrey Sitterson's podcast that you left 7 figures. Did you leave 7 figures on the table? And all we heard was he ain't ever going to make it. This is Chris. Well, he made it. Not only did he make it, but he made it big, and he made it all the way to the very top, creating the first legitimate competition for WWE. I got to sharp. Also, dass er WWE, wie gesagt, verlassen hat mit dem Hintergedanken, dass er seine eigene Marke, seinen eigenen Wert damit steigern kann, ist offensichtlich. Er hat im Endeffekt WWE in Zugzwang gebracht, ihn irgendwann deutlich mehr anbieten zu müssen. Ich glaube schon, dass sein ursprünglicher Gedanke, als er WWE verlassen hat, schon war, dass ich irgendwann wieder zurückgehe mit einem dickeren Vertrag. Was dann passierte, war eben AEW, das hat sich ergeben und ich glaube schon, dass er daran geglaubt hat. Und dann irgendwann aber auch diese Ernüchterung eintrat, dass es eben nicht die große Competition ist, sondern dass es einfach wirklich nur eine Alternative ist von mehreren auf einer gewissen Größenordnung, aber eben nicht wirklich ein Wettbewerb. Diese Entwicklung konnte man nicht weiter vorantreiben. Es war eher rückläufig, beziehungsweise stagnierend in dem Moment. Und dann kriegst du deine eigenen Ideen vielleicht nicht umgesetzt, dann kommt eine gewisse Unzufriedenheit auf und dann kriegst du halt Angebote vom Ex-Arbeitgeber, wo sich viel getan hat in dieser Zeit, als er weg war. Das ist wahrscheinlich eine ordentliche Summe. Ich glaube, wenn es nur ums Geld gegangen wäre, hätte er bei AEW nicht viel verdienen können, oder sogar mehr. Aber offensichtlich hat er das größere Picture gesehen, das Bigger Picture, nämlich, dass er, ein Company-Guy sein könnte, dass er wirklich das Aushängeschild sein kann für eine Generation, dass er, ich sag's mal im übertragenen Sinne, ein Hulk Hogan sein kann, dass er ein John Cena sein kann für eine gewisse Episode, in der Geschichte. Und das hat ihn offensichtlich gereizt. Sharpen my skills, like Hulkamania in the AWA, right before it came to WWE. It's the same. Like the energy was there, the renaissance was happening. It wasn't just company based. And by the time I got to WrestleMania and WWE, I felt like, okay, I've come back a complete package. I'm in command of this is how the music goes. I'm in command of who the American Nightmare is, and I can know that and understand it. Hat er sich das Nightmare-Gimmick eigentlich zurechtgestutzt für seinen weiteren Werdegang und hat clever wie er war, weil Tony Khan es zugelassen hat, sich die Rechte daran behalten, damit er genau diesen Move irgendwann mal gehen kann, dass er irgendwann mal wechseln kann, dass er irgendwann mal rübergehen kann mit seinem Entrance-Theme, mit seinem Logo, was er ja sogar am Hals tätowiert hat. Ist schon interessant, ja. Ich glaube, andersrum werden wir das selten sehen, dass das einer macht, der bei WWE groß geworden ist. Da geht es ja schon beim Namen los. Das in der Regel, wenn du nicht schon einen großen Namen hast, halt ein WWE-Name ist. Da geht es mit Logos weiter, mit Musiken sowieso. Du wirst das nicht so einfach mitnehmen können. Und das klingt immer so ein bisschen bei Cody wie, ich wusste schon, was ich tue. Better than a writer or a producer, and thankfully we have all those things. But if he helps strike a creative renaissance in WWE and the show is consistently good, then no, I don't think it's a waste. There's a lot of WWE diehards. There's a lot of stand-up for WWE blokes out there. And you know what? Somebody walking out of the enemy. I woke up this morning to a very large amount of people in my mentions, almost all of them with a Roman or a Sasha Banks avatar, making fun of me. To come and grace them with his presence, they may go nuts for this guy. They may see him as the greatest folk hero ever, that he walked out of AEW.
Das ist doch Brian Alvarez, oder? Sehe ich doch richtig. Manchmal sagt er ja doch kluge Sachen. Er sagt viele Sachen, aber in dem Fall hat er mal recht gehabt. And came home. The Ballad of Cody Rhodes. I don't know if I'm going to continue to watch AEW. Now the question is, does that mean you're going to start watching WWE? They are the worst at what they do. Creatively, they have no momentum. Their roster is absolutely depleted. Wer ist er denn eigentlich? Er ist sehr emotionaler AEW Die-Hard gewesen zu dieser Zeit. Kann das sein? They are banking Ja, kenne ihn nicht, aber er war sehr überzeugt. on Stone Cold Steve Austin and Ronda Rousey and Johnny Knoxville and a potential Rock showing up at WrestleMania this year. And maybe he thinks he can be even above Roman Reigns long term. I can beat Because Paul. All on Paul's property. have anybody. Finally, And Brady they aren't can be Steph. they aren't making Oh, any new God. stars. It's the same stuff on top. He's, I think, 36 years old, so he's significantly younger than all their other main eventers. And he probably believes I can walk in there. They're going to give me like $5 million a year or whatever. I'm going to be a top guy. Can I finish this? Interessant, dass er die Marke $5 Millionen nennt, was ja ungefähr das ist, was heute Will Ospreay angeblich verdient bei AEW. Wenn man das ein bisschen in Kontext setzt. Ich glaube, er hätte bei AEW mehr verdienen können. Die Frage ist, ob er glücklich gewesen wäre. Oder glücklicher gewesen wäre. AEW ended was terrible, really. And people are going to write books later on, and these stories are going to get out there, and then it's going to be a whole new ball game. But the actual experience and everything we did, I mean, and you're included in that. Interessant, dass er sagt, das wird irgendwann mal rauskommen und dann werden die Leute es verstehen, so sinngemäß. Er spricht nicht drüber, ne? Aber er deutet es an. Er steht natürlich bei WWE unter Vertrag und er sollte sich natürlich auch bedeckt halten, denn er will offensichtlich ja nicht noch mehr Aufsehen erregen für die Competition, falls es notwendig ist. Das ist was WWE ja schon immer getan hat. Dass er danach gefragt wird, finde ich übrigens nicht verwerflich, finde ich sogar richtig. Ich finde es sogar interessant, dass er sich so äußert. Also keine Ahnung, wann diese ganzen Interviews so stattgefunden haben, aber sicherlich teilweise ja auch schon unter WWE-Vertrag, sonst hätten sie ja nicht drüber reden können. Mich wundert es, dass WWE sowas inzwischen halt freigibt. Hätte bei früher auch nicht der Fall gewesen. Ja. Unter der neuen Führung geht das offensichtlich. Wir haben Punk ja auch gesehen, der auch über AEW gesprochen hat, in einem gewissen Rahmen, auch wenn das natürlich ein bisschen WWE-Banner war, im weitesten Sinne. Aber er hat drüber gesprochen und ich glaube, das steht WWE ganz gut, dass sie sehr offen, in gewisser Weise wieder offener damit umgehen, dass es was anderes gibt. Aber sie geben den anderen auch nicht mehr Exposure, als es unbedingt sein muss. Er könnte natürlich jetzt auch schießen. Er könnte jetzt natürlich auch sagen, die Young Bucks haben das und das gemacht. Tony Khan hat das und das gemacht. Tut er nicht. Weil er genau weiß, wenn er das tut, gibt er denen Aufmerksamkeit und die werden es nutzen. I'm in this Miami hotel. I think what we have ready to go is the best wrestling show ever. I really do. It's a wrestling show by wrestlers, for the fans. It's 100% fan service. You know, and we did our interview, how fortunate we were that Tony wanted to invest in this vision, and he had a vision as well. How special Mad Nick in the BTE era and Kenny and my rivalry in New Japan, especially from a dollars and cents point, that made New Japan more money than anything they ever did. And it made Ring of Honor, Ring of Honor going through the roof at the time. Yeah, probably shared more than I should have. You know, it was terrible, whatever, and it wrapped up. However, when it comes to the management and luminary figures and people who were part of that time in my career with me, the whole company was sort of like built around you at the beginning. Chris was not genuinely aware that the EVP thing was real. Risk of sounding egotistical. If there was no Chris Jericho, I don't know if the company would have gotten off the ground as quickly as they did. And now you're his boss, dude. He doesn't really like that. And a lot of people thought that he was the boss. He wasn't the boss. Tony's the boss. He's always been the boss. I sent my Kompetenzgerangel, ne? Keine klaren Strukturen gehabt. Die Strukturen, die man gemacht hat, naja gut, ihr wart der Mitgründer, komm, ich mache mal zu EVPs. Ja, das ist aber nicht nur ein Titel, sondern es ist halt eine Rolle, die du erfüllen musst. Und diese Rollen musst du leben innerhalb der Struktur. Und dann musst du im Zweifelsfall auch harte Entscheidungen treffen. Wenn Chris Jericho sich hinstellt und sagt, er ist nicht mein Boss, gibt es eigentlich nur eine Antwort, dann bist du kein Angestellter. Naja, also wir wissen ja auch, was Tony Khan als Boss teilweise so entschieden hat und welche Rolle er so geleitet hat zwischenzeitlich. Das hat jetzt nicht unbedingt gut ausgesehen. Zeitweise. First talent memo, and then it became wait, no. The whole concept of EVPs and kind of that whole thing. I knew that it wouldn't really mean anything. No. Yeah. It's a learning curve for us all, you know? I don't necessarily have to like them, and they don't have to like me. And I will always have a love for them because of what we did. You know, if you Das ist übrigens der Blick eines Promoters oder einer Verantwortung, also einer Führungsperson. Wenn das stimmt, was er sagt, dass er Leute nicht mögen muss, um sie einzusetzen und dass er Leute nicht mögen muss, um sie gut aussehen zu lassen und zu positionieren,
dann ist das ein Move, den einer macht, der das Business verstanden hat. Und ich glaube, hier gibt es so ein bisschen Gefühl natürlich, Konflikte mit anderen. Ja? Wenn dann eben, nenn es mal die Bucks oder ein Tony Khan kommen und sagen, ja, aber den wollen wir nicht haben, weil persönliche Differenzen oder was auch immer, nehmen wir sie im Punk, dann wollen die ihn nicht. Und die sind in der Rolle, dass sie das entscheiden können. Und die würden es wahrscheinlich tun oder haben es getan. Und er hätte es vielleicht anders gemacht aus der Business-Sicht. Und ich glaube, da haben wir den großen Knackpunkt. You look at what we created, I always make sure I name everybody because there's been some revision. I'll make it very clear. Okay. Matt, Nick, Kenny, Tony, Bernie, Brandy, my wife, and Dana. Without them, I remember how fragile it was. Doesn't exist. What happens when a founding father walks away from a company at the height of its popularity? I know Tony Khan has sent a contract in the mail. Maybe it's not the contract I wanted. Cody Rhodes didn't just leave AEW. He set off a chain reaction that led to one of the biggest implosions in modern wrestling. 2022, AEW. What's this? Is this another year of just steady growth? Because you guys, the arrow's been pointed up since you started. I think 2022 it really leans into all those free agents and all the original. I think you really are setting up for a year-long, incredibly tumultuous battle royal of, oh, well, I came from WWE and I never watched your product, but I'm super over, or I've been here the whole time. I think it's easy for me now to say like, oh, I definitely knew, but it wasn't the case. The return to WWE does not happen without Conrad. He was genuinely just curious. Hey, Okay, Conrad Thompson. Wer ihn nicht kennt, macht sehr viele Podcasts, unter anderem mit Eric Bischoff auch. Ist einer Tochter von Ric Flair verheiratet, meine ich. Auf jeden Fall ist er irgendwie über 3 Ecken mit Ric Flair. Also hat mehr Einfluss auf Wrestling, als man immer so meint. Ja, offensichtlich hat er eine Rolle gespielt. Interessant. curious. Are you really up? Is your contract really up? Because every wrestler says their contract is up, is typically lying. Yeah, I think he was contacted days after that article being reported that he was working without a contract. And that was first published on January 17th. Cody would be gone from AEW less than 1 month. You know, Brandy and I had been offered new contracts. Brandy had a great deal with Tony, and I had a great deal with Tony, and Roads to the Top Season 2 had been renewed, you know. In January 2022, wrestling fans were shocked when Fightful revealed that Cody Rhodes, one of the key architects of AEW, had been working without a contract for months. This wasn't just another contract negotiation. It marked the beginning of the end of Cody's time in AEW, a departure that would change the landscape of pro wrestling. While Cody's peers, like the Young Bucks, had their contracts extended, Cody's and Brandy's weren't. Hours later. Was ich interessant finde an diesem Fakt, also das gab es ja in der Vergangenheit im Wrestling immer mal wieder. Pro Auftritt bezahlt zu werden, ist gerade im Independent-Bereich ja ganz normal, gang und gäbe. Mich wundert es ein bisschen, dass AEW, Tony Khan, wer auch immer dafür verantwortlich war, ihn noch eingesetzt haben. Wahrscheinlich in dem Gedanken, dass er vielleicht noch verlängert. Aber eigentlich war es aus Business-Sicht ziemlich dumm und hat für Cody natürlich sämtliche Türen geöffnet. Und dann geht das Ganze halt öffentlich, dass er ohne Vertrag auftritt und nicht gebunden ist. Ja, WWE wäre dumm gewesen, wenn sie ihn nicht kontaktieren. Ja. Wir sehen es inzwischen anders bei Penta und Phoenix beispielsweise, wo einige Verträge auslaufen, andere sind aufgrund von Verletzungen verlängert worden von Phoenix. Da geht man davon aus, dass er nicht großartig eingesetzt werden wird, sondern dass er einfach nur kaltgestellt wird, bis sein Vertrag dann ausläuft, weil es ein offenes Geheimnis ist, dass sie offensichtlich sich mit WWE einig sind. Das ist der normale Weg im Business gewesen, immer. Damals war AEW scheinbar noch ziemlich blauäugig, was das angeht. Bruce Pritchard texted Cody, setting up a pivotal meeting that included Vince McMahon flying to Cody's house the very next Vince McMahon ist hingeflogen. Oha. day. And I thought I'd love to meet with you guys because if anything, it'll be closure. That's honestly how I looked at it. It will be closure. WWE's creative had been in the gutter for years with Vince McMahon's outdated booking. But despite his doubts, Cody took the meeting, hoping for some closure. And that's when he told me, he goes, well, Vince will fly to meet you wherever you are. And that's when it got real. And I think I only told Brandy, like, ooh, I don't know if I should have answered this text, because now. Interessant übrigens, ne? Es gab ja viele Berichte gerade zur WCW-Zeit. Chris Jericho hat das mal erzählt, es damals andersrum war. Chris Jericho ist damals, als er bei WWE dann auftauchte, zu Vince gefahren ins Haus und wurde dahin eingeladen, nur mal um den Stellenwert zu unterstreichen. Also wenn Vince McMahon in dieser Phase dahin fliegt, dann haben die schon ein bisschen Interesse gezeigt, ne?
Now I'm faced with this, and But even at that point, Cody didn't seriously consider WWE an option. I really get excited when people say the executive vice president thing. It still kind of tickles me. 3 years in, if you come backstage, you've been backstage at AEW. There's no place like it. That's the most team effort place I've ever been a part of in my life. That's the best feeling. I mean, it really does feel like you're going on the field with 10 other guys, 10 other girls, whatever it may be, and you need one another. And I see that more than ever at AEW. And as an EVP, Cody was known for trying to keep the locker room united. That was my favorite part about having that job, was the leadership aspect of it. I don't know if I was good at it or not, but we had it. Well, some would say it appeared that after you left, things got a little worse. So. Without him, things quickly unraveled. Feud between top stars like Britt Baker, MJF, Eddie Kingston, and CM Punk escalated. But listen to his #1 goal as an executive at AEW for the year 2022. As long as I am in the role I am, that's the thing I'd like to foster more than anything. Is remember, we're a team. Can't eat each other up because we need to eat together. And meanwhile, AEW had all the momentum and the fans' goodwill. So what changed? How did a text from Bruce Pritchard and a meeting with WWE flip everything upside down? More importantly, how did Cody's exit reveal the cracks in AEW's leadership that were about to split wide open? I feel like there have been a lot of backstage news and rumors that's been coming out of AEW that surprised a lot of fans, all the way from MJF to Britt Baker and Thunder Rosa. I mean, the great thing about wrestling is that you never know if it's real or not. It could be a storyline. It could be real. Let me take you to All Out 2022. Product here is professional wrestling matches, and people not liking each other, not getting along can actually be positive, as opposed to most workplaces where people not getting along is detrimental. What should have been the triumphant night for AEW turned into absolute chaos. And so it's great to have CM Punk back in AEW, and he's a huge part of our company, and really he's a huge part of pro wrestling. The post-show media scrum with CM Punk calling out the Elite, accusing them of spreading rumors. It wasn't just drama, it was a full-blown PR nightmare. Fights. Naja, also der Wechsel von Cody zu WWE zurück war für mich sogar fast noch einen Tacken größer als von CM Punk. Weil bei Punk hat sich das Ende von AEW abgezeichnet, bei Cody halt nicht. Und man wusste halt, dass unter der neuen Führung offensichtlich scheinbar verbannte Brücken auch schnell wieder aufgebaut werden können. Das hat sich ja grundlegend geändert bei der Personalpolitik von WWE zu dieser Zeit. Ich glaube, Punk wusste schon auch, und er hatte ja als Beispiel Cody Rhodes, dass er vermutlich nochmal eine Chance bekommen könnte. Und wenn nicht, naja gut, er war ja schon mal 7 Jahre raus. Broke out. Punches were thrown and AEW's image took a serious hit. But think about this. What would have happened if Cody was still there? I had a great relationship with Matt, Nick, and Kenny. Still do. It definitely was tested by being young executives. It was tested by having different opinions on wrestling. But our different opinions is what made it strong. I want to do Crockett and old school, and they want to do PWG and West Coast, and damn, I loved it. I also had a great relationship with Punk. He was my dinner buddy. I had a great relationship. We would still like chat. And Cody was one of the few people who gave honest, level-headed answers about backstage issues. He didn't bury anyone, but he also didn't hide the truth. Things like the infamous brawl-out incident could have actually been avoided. Cody was the leader AEW desperately needed during these moments of turmoil. Tony Khan, despite being the face of the company, struggled in these high-pressured situations. His responses were often awkward, and the lack of clear communication started to alienate fans who once viewed AEW as a fan-first league. When people don't like something, they say that's cringe. Great. Come up with a better word. Most of the people who are like, that was cringe, like, dude, you're probably cringe, bro. Most of AEW's roster either avoided commenting or took personal shots at CM Punk. I cannot comment on the press conference. And just curious, why can't you comment on it? I don't want to. The state of your relationship with CM Punk? But I appreciate that you asked, but I cannot answer that, my friend. And sometimes guys get in fights, and sometimes guys just have the wrong attitude for how to make the team work. Yeah. So, I mean, that's how you have to look at it. Sometimes guys have to leave. It's just the way it is. I hope people remember the mission in the first place, why we were there. And if you bring in people who don't know the mission, then things like that can happen. And I'm not saying he didn't know the mission or anything of that nature, but I was just bummed out because we envisioned it. If you were at All In, were you at All In? All right, the spirit of All In. If you ever lose the spirit, doesn't mean you can't get it back. Just days later, other top stars in AEW, like Britt Baker, would echo his sentiments.
Yeah, I actually don't even think I've ever given my thoughts. As someone who loves AEW more than anything in the world, that scrum was heartbreaking. This felt like a very much a disaster, and you never want that to happen, and that happens every day. And without Cody's leadership, AEW began to feel like Tony Khan's league, not the fan-driven company it once promised to be. The person I think I get compared. Ich glaube einfach, dass das System, was sie sich vorstellen oder vorgestellt haben zu dieser Zeit, an Grenzen geraten ist. Und mit dem Abgang von Cody hat sie es nicht verbessert, sondern ein bisschen verschärft. Aber es ist ja vorher schon nicht funktionsfähig gewesen, sonst hätten sie keine Differenzen gehabt, inhaltlicher Natur. Und wenn es darum geht, den Laden zusammenzuhalten und diesen Spirit beizubehalten, diesen Startup-Spirit, dann scheitern Firmen ja sehr oft. Dann hat das oft was damit zu tun, dass mit einer wachsenden Firma oder einer wachsenden Company Strukturen Einzug halten müssen, weil sonst Prozesse nicht mehr funktionieren. Wo am Anfang vielleicht 5 oder 10 Leute reichen, um das zu strukturieren, brauchst du später vielleicht 50 oder 100 Leute. Und diese 100 Leute werden nicht so agieren, wie es die 5 oder 10 Leute vorher getan haben. Das heißt, du brauchst entsprechende, nenn es mal neudeutsch, Stabsstellen. Leute, die Verantwortung übernehmen. Die Leute, die eine gewisse Struktur in deine Mitarbeiterschaft bringen. Und die dafür verantwortlich sind und Sorge tragen, dass Dinge funktionieren. Und dann kannst du eben nicht mehr wie ein Startup mit 5 oder 10 Leuten agieren, sondern hast eben 100, 200 Leute unter dir, weil du viel größere Herausforderungen hast, was Production angeht, was TV-Sachen angeht oder PLEs oder Pay-Per-Views in dem Fall bei AEW. Das ist ja ganz normal und diese Strukturen müssen wachsen und mitwachsen und ich glaube, Cody Rhodes hat es erkannt, während andere immer noch in dem Glauben sind oder waren zu dieser Zeit, dass die einfach ihren Spaßding weitermachen können. Und daher kommen dann diese scheinbar fehlenden Ambitionen. Ja? Das, was man ihm ja oft nachsagt, also Tony Khan oder auch den Young Bucks, dass sie gar kein Interesse dran haben, valides Business draus zu machen. Ich glaube, das ändert sich in der Zwischenzeit deutlich. Also zumindest Tony Khan weiß das. Ob er es umgesetzt kriegt, ist halt die Frage. Aber ich glaube, die werden schon 2, 3 Mal über den Gedanken gestolpert sein, dass Cody vielleicht mit gewissen Dingen auch recht hatte intern. Bin ich mir ziemlich sicher. Nicht mit allen, wie immer, aber mit einigen sicherlich. Compared to probably the most often by people like, oh, you remind me of this person. But it's Paul. And Paul Heyman, not the other Paul. He's a genius. Tony started taking over creative control, and by 2021, Khan publicly took credit for AEW's success in a Forbes interview. That had to sting, and this was a rumored issue, especially for Cody, who had put so much into the company. Certain wording bothered him, and certain lack of credit bothered him. Where, you know, Tony is the guy. Right. He runs the place. He owns the place. That Forbes article that came out, where, you know, Tony lists like, I'm the creator, I'm the founder, I'm Chairman. Diesen Beitrag von Forbes haben wir angeschaut, gibt es auch auf dem Kanal. Ich meine, der Titel war, erreicht Tony Khan seine Ziele doch noch? Naja, ich glaube, wir können konstatieren, Stand jetzt hat er es offensichtlich nicht geschafft. Er hat zwar einen neuen TV-Vertrag mit deutlich anderen Konditionen, hat verdient jetzt sicherlich mehr Geld, aber zu welchem Preis? Ja, zu noch mehr Sendezeit, zu noch mehr Rechten, die er abgegeben hat, bei sinkenden Einschlagquoten, und es wird ja auch immer wieder darüber gesprochen, es gibt bestimmt gewisse Thresholds, also im Endeffekt gewisse Rahmenzahlen, die man erreichen muss, und wenn du da rausfällst, könnte dieser Vertrag hinfällig sein. Das ist was Eric Bischoff beispielsweise über TV-Verträge berichtet oder andere, die da ein bisschen Ahnung haben. Dementsprechend kann es durchaus sein, dass, naja, ich sag mal so, die aktuellen Zahlen noch in diesem Rahmen sind oder auch da ausreichend sind für diesen Vertrag. Aber wenn dieses Schiff weiter ziellos im Meer umhertreibt, könnte es eben dazu kommen, dass die Zahlen weiter runtergehen und dann könnten sie ein Businessproblem kriegen. Ich glaube, das hat Tony Khan erkannt. Er versucht dagegen zu steuern. Die Frage ist, ob sie es hinbekommen oder nicht. Und dann ist für mich die Frage, inwieweit kannst du das mit der jetzigen Besetzung, mit diesen EVPs, die eben noch da sind, die eben offensichtlich ein anderes Verständnis haben von Wrestling, dann überhaupt erreichen und müssen dann nicht mehr Abgänge kommen, mittel- und langfristig. President, CEO, Founder, Booker, Head of Creative. Ich kann mich noch sehr gut an diese Aufzählung erinnern. Eigentlich alles ist halt kein Job, Tony. this, I'm the that in the beginning. That affected, that changed something. That's what, you know, was said to me by multiple people. AEW's original mission statement was for wrestling fans by wrestlers. Things started to change when Tony Khan took full control in late 2019 after the infamous Dark Order fake punching segment. And Tony Khan will often point to that point in time when he took over creative control as being one of the most important decisions ever made in the history of AEW.
I thought we made some really strong changes in late 2019 going into 2020 that really served us very well. I really believe in booking, you have to find the counterpoint of your soul and the person you're trying to find. And I have it with a lot of people, and there are other people you don't have it with. You know, Britt Baker is me, I am Britt. Orange Cassidy is me, I am him. To me, that's a really important part of it. Tony Khan's booking methods of huge announcements and huge roster signings would eventually run out. The real reason Cody left, it wasn't just creative differences though. Now here's the big reveal you've been waiting for. Cody admitted by the time he left AEW, his passion for wrestling had started to fade. By the time I came back at WrestleMania, I would never say I was just happy to be there, but at that point in my career, He wasn't sure if he had in him to chase the dream anymore. And while AEW could offer him things WWE couldn't, like lighter schedule, creative freedom, Cody knew he needed something more. when I say it's a bigger gamble is, you know, telling Vince McMahon you're the best wrestler in the world, if you don't show up and if you're not cracking the top 3, top 4 people in terms of every measurable they have, then you lied to him. And that something more was not running NXT like many of the wrestling news sites published. It was about providing for the family and the best thing for my family. Think about that for a second. AEW could match anything WWE had, except one thing. WWE was willing to pay Cody what he was worth. And yes, I'm talking about money here. Tony Khan wouldn't budge on the budget. The winner's purse isn't remotely fictional to me. The winners make more than the losers. The winners sit in first class. While WWE offered Cody more than just a contract, they offered him a platform to reach a level of stardom AEW could never provide. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Weniger das Geld. Ich glaube, Geld hätte AEW auch genügend gehabt, auch wenn sie es zu dieser Zeit vielleicht nicht rausgeholt haben. Das haben sie ja nachträglich gemacht. Ne? Also Mercedes Moné, Sasha Banks, Will Ospreay, wir wissen, was diese Leute angeblich verdienen sollen. Das geht ja in diese Gehaltsrichtung, die Cody angeblich angeboten wurden, was wir vorhin genannt haben, diese 5 Millionen. Ich glaube, für Cody ist es viel interessanter, seinen Namen nicht zu verbrennen. Und ich glaube, er kann seinen Namen deutlich größer machen, wenn er diesen WWE-Run macht. Mit sicherlich gewissen Bauchschmerzen am Anfang. Geht das gut? Funktioniert das oder nicht? Aber Cody war nie einer, der vor solchen Entscheidungen ja zurückgeschreckt ist. Er hat WWE verlassen, obwohl er es nicht musste. Er hat Independent gewrestelt und dann AEW gegründet, obwohl er es nicht musste oder mitgegründet. Ich glaube, er ist ein sehr, sehr wagemutiger Mensch, der auch mal einen Schritt zurückgeht, um dann wieder 2 nach vorn machen zu können. Und der Wechsel zurück zur WWE war einer davon. Und er zahlt sich offensichtlich aus, denn er ist jetzt schon nach 2,5 Jahren einer, wenn nicht das prägende Gesicht dieser aktuellen Zeit für WWE. Und damit natürlich mit einem deutlich größeren Exposure, als er bei AEW hätte jemals bekommen. Aufgrund der Reichweite allein schon. Let's be real. After working as hard as Cody did in AEW, he deserved to be paid like a top star. Fast forward to WrestleMania 38, Cody's return to WWE shocked the world. You know, everyone talks about the forbidden door. No one's gone from there to here. And so there was a lot at stake here. By the time I came back at WrestleMania, my feeling was, I think I'll be well received, but I might also be booed as the guy who went away and did all these things. The thunderous ovation he received wasn't just a welcome back, it was a sign that the fans were ready to see him as a top guy. Hat aber auch wahnsinnig viel damit zu tun, dass WWE schon immer gut war darin, Leute groß zu inszenieren. Und dieser Auftritt bei WrestleMania 38 war einfach dermaßen gigantisch inszeniert. Das Ding war ja wie gemalt. Du hast sogar noch diesen Stern, diese Amerika-Farben. Also er kommt als American Nightmare mit der Musik, mit dem Feuerwerk. Also viel größer kannst du ja einen Menschen gar nicht zurückbringen, als sie es mit Cody Rhodes gemacht haben. Und dann hast du direkt dieses Gefühl, okay, wir sehen ja gerade eine wichtige Sache. Da kommt nicht einfach nur einer raus und der ist jetzt da. Oh, look, hier ist euer New Signing. Nee, er sieht in dem Moment aus wie $1 Million. Und das nicht nur in dem Moment, sondern auch nachträglich. Weiterhin. In der ganzen Inszenierung. Die Story, die sie dann gemacht haben mit Roman bis hin zum Titelgewinn. Ich glaube, da müssen wir lange zurückgehen, dass wir so ein Long-Term-Booking gehabt haben. Wie gesagt, es geht gar nicht darum, ob das der ursprüngliche Plan war, sondern es geht darum, was am Ende steht. Ich glaube, das zeigt dann schon, dass Cody Rhodes ein Topstar ist und das auch beweisen konnte, dass er dahin gehört. Cody wasn't just returning to WWE, he was returning to achieve a dream he once thought was out of reach. Becoming WWE champion. That's probably the hardest thing ever because my dream forever was to be the WWE World Heavyweight Champion. If you look, I'm the WWF champion, the Winged Eagle. That was it.
And that's why it's difficult, because it was either one, you know what, I give up on that dream, or it became that dream has changed. As Cody walked down the ramp from his surprise return, he was greeted with an electric wave of fans. The thunderous ovation shook him to his core. That was the moment he realized, I can do this. The fans' response to him wasn't just another wrestler coming back to WWE. He was coming back as a top star for the first time. Oh my gosh. It could all be mine if I did the work to do it and to get there. And that was the first time He actually had a shot at being WWE champion. I feel like I've got, I don't know if PTSD is the right word, but I have so much mental blockage that the only thing that clears it up for me is when I go out there and there's a really great response. Me too. The realization didn't come from corporate promises or contract negotiations. It came from the crowd. Cody realized right on that ramp that his wrestling story wasn't finished. He had something. Die Frage, die ich mir immer stelle, Cody ist sicherlich einer, der eben nicht nur als Wrestler gedacht hat, der mehr war, der mehr gesehen hat im Business, auch weil er es irgendwie von der Wiege ab ja schon gelernt hat, so durch seinen Vater, durch seine Familie. Diese kreative Freiheit, die immer erwähnt wird, diese Freiheiten als Worker, die man bei AEW angeblich hatte oder immer noch hat. Ich glaube, dass das gar nicht für jeden irgendwas Gutes, also für jeden was Gutes ist. Es gibt Menschen, die können damit umgehen und die machen was Gutes draus, und dann gibt es Leute, die brauchen gewisse Vorgaben, die brauchen eine gewisse Führung, die brauchen gewisse Leitplanken, in denen sie sich dann bewegen können. Und ich glaube, dieses Freiheitsding und macht mal, was ihr wollt, führt bei einigen auch oft dazu, eben nicht kreativ zu sein, nicht mehr weiter drüber nachzudenken und zu hinterfragen, machen wir das Richtige, tun wir das Richtige, ist das Sinnvolle, was wir hier tun, sondern die spulen dann ihr Programm ab und sind mit sich zufrieden. Du hast keinen wirklichen Druck, du hast keine wirkliche Competition innerhalb des Rosters. Ja, du hast deinen Spot, du bist der Hangman, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, und ohne dass ich jetzt sagen will, das ist so einer. Du bist der Hangman, du hast da deinen Vertrag, du verdienst da ganz gutes Geld, gehst raus, machst deine Matches, gehst wieder heim. Bringt diese kreative Freiheit dann was, wenn du sie nicht nutzen kannst, weil du entweder nicht kreativ genug bist oder einfach ein Stück weit vielleicht auch überfordert bist damit? Ich glaube, der größere Teil der Worker wird dazu tendieren, dass er eher eine klare Struktur braucht, um funktionieren zu können. Ein Team dahinter braucht, was gewisse Vorgaben macht. Ein Team dahinter braucht, was eine Vorstellung hat, wie was umgesetzt werden kann, damit es gut aussieht. Und der kleinere Teil wirklich diese Freiheit sinnvoll nutzen kann. Punk ist vielleicht so einer, der das kann. Cody ist offensichtlich so einer, der das kann. Paul Heyman ist so einer, der das kann. Aber bei vielen anderen bin ich mir nicht so sicher. Being left to prove, not just to the wrestling world, but to himself. As much as Cody may have left AEW, his legacy there is undeniable. He helped launch the company's first show, Double or Nothing, and managed AEW through incredible highs and lows, including the global pandemic. He even became a father during his time at AEW, which added new layers to his decision to leave. As soon as baby was born, the literal second thing I thought, other than she's so beautiful, is I have to make a lot of money. And in his own words, I gave everything I could. But there were certain things said that when I left that hurt more than people realize. Because now they look at the situation and they're like, oh man, you're on top of the world, you have everything. Maybe they don't understand that I really gave everything I could. WWE didn't just buy Cody Rhodes. They actually bought the revolution, or at least that momentum. WWE had to bring Stone Cold Steve Austin out of retirement because WrestleMania. Ich verstehe, was er meint mit der Aussage, die haben nicht nur Cody Rhodes als Worker eingekauft, sondern die haben dieses Momentum mitgeholt. Da gehe ich sogar ein Stück weit mit, habe ich ja vorhin schon mal gesagt. Ich glaube, der Wechsel von Cody Rhodes war als Zeichen an andere, als Zeichen als Business, an beide Roster ein unheimlich wichtiges aus WWE-Sicht und nur ein unheimlich schwieriges aus AEW-Sicht. Weil es das erste Mal der Fall war, dass AEW nicht gut aussah. Bis dahin war es immer einfach. Wir holen Leute, die da nicht ihre Spots bekommen haben und die aber Leute angeblich so gut finden und inszenieren die ein bisschen, stellen sie auf eine größere Bühne und geben denen Platz. Das war einfach für den Moment. Das aber nachhaltig zu managen und daraus ein Business zu machen, war eben nicht einfach, und dann passiert genau das. Die Strukturen entstehen nicht oder nicht so schnell, wie sie notwendig gewesen wären, und dann gibt es Leute, die das sinkende Schiff, aus ihren Augen sinkende Schiff, schnell wieder verlassen, weil die andere Seite eben doch nicht grüner war, als sie gedacht haben, Gasseite. Und dann hast du ein Hin und Her. Du wirst immer Leute haben auf der einen Seite, die unglücklich sind oder nicht zufrieden sind, die gerne zu anderen wollen, weil man immer das möchte, was man gerade nicht hat. Ich glaube, das ist ganz normal. Und es ist ja auch gut für Worker, dass sie Möglichkeiten haben, auf beiden Seiten gutes Geld zu verdienen. Bringt es das Business wirklich weiter? Auch aus Fansicht weiß ich nicht. Hat ja nicht unbedingt dazu geführt, dass mehr Leute wieder Wrestling schauen. Es hat nicht unbedingt dazu geführt, dass größerer Hype um Wrestling im Allgemeinen wieder entstanden ist. Es hat eher dazu geführt, dass die
Independents ein bisschen ausgeblutet sind, die Vielfältigkeit unterhalb des Mainstreams, so will ich es mal sagen, deutlich adern lassen musste. Aber zu welchem Ertrag? Also da würde ich ein bisschen Fragezeichen dahinter machen zum jetzigen Stand. War es dann gut aus Business-Sicht? Wird jeder, glaube ich, eine subjektive Meinung zu haben. Ich würde es in Frage stellen, ein Stück weit. Vielleicht eher so, insofern, als dass WWE zumindest gesehen hat, wir können das Momentum nehmen und können uns Dinge nehmen und frischere Ausrichtungen nehmen und haben wieder bis Druck, kriegen vielleicht intern Dinge wieder früher durch, als wir es sonst bekommen hätten. Ich glaube auch immer noch nicht, dass WWE jetzt wirklich monumentalen Shift gemacht hat wegen AEW. Ich glaube, da kam vieles zusammen mit dem Verkauf, mit dem Ende von Vince McMahon, wo man sowieso Neuerungen hatte und eine erneuernde WWE brauchte, die auch so passiert wäre. Mit quasi fast finanziellen unendlichen Möglichkeiten, die man halt hat, ist das fast ein Schiff, was man schwer zum Sinken bringen kann. Das hat man jetzt getan. Das wäre, glaube ich, auch ohne AEW gekommen. Ob es so schnell gekommen wäre in der Art und Weise, ist die andere Frage. WrestleMania 38 ticket sales were abysmal. The good times would begin again for WWE and only continue for Cody Rhodes. I think around the Royal Rumble, because what happens with the Royal Rumble is one of the only two in that top 10 to not win it. And I remember thinking, like, that's going to go away. So it just was moving so fast. And then I have all these other fun projects that I love doing, like, Go Big Show, and Roads to the Top was actually sincerely very fun. Something changed and everybody was downplaying it. You asked for post-match comments, so there's so many elephants in the room. This is an insane week in wrestling. People think that the Sean Ross story is BS. It's not. If you want to know how serious things got, I have never felt more at home than under those lights, wrestling for the TNT title. When I heard Cody was coming over, when we finally got the news, which was very last minute as far as WrestleMania is concerned. So why did Cody leave AEW? Many speculated it was a mix of trade differences and money, but there was something more. AEW wasn't the same company Cody had helped create. For Cody, who had put his heart and soul into the company, this was a slap in the face. It would be really good. Ich tue mir ein bisschen schwer, das einzuordnen. Ich verstehe die Darstellung. Man kann aber genauso auch sagen, hat Cody vielleicht mit seiner Art und Weise einfach nicht reingepasst und musste deswegen auch irgendwann die Company verlassen. Die Darstellung hier ist natürlich, Cody ist der Good Guy. Ist natürlich einfach, weil er natürlich viel draus gemacht hat und als vermeintlicher Gewinner dasteht. Die Frage ist natürlich, wie hat er sich Backstage verhalten? Wie hat er dafür gekämpft? Mit welchen Mitteln hat er gekämpft, um Dinge bei AEW vielleicht in seinem Sinne zu verändern? Und hat er nicht eigentlich einfach aufgegeben? Oder hat sich quasi ein bisschen isoliert, selbst isoliert? Also die These kann man ja auch mal in den Raum stellen. Es ist immer einfach dann zu sagen, ja, AEW, die Bucks und Tony Khan sind hier die Bösen und die waren dumm, dass sie ihn gehen lassen. Vielleicht war er einfach auch extremst, in Anführungsstrichen, nervig mit dem, was er wollte und hat halt nicht eingesehen, dass seine Vorstellungen eben nicht zu dem passen, was AEW vorhat. Und dann bleibt ja nur ein Weg, du musst gehen. Und das hat er dann getan. Schwer für mich einzuordnen. Wie gesagt, er hat es ja selber gesagt, irgendwann wird es mal rauskommen. Ich bin sehr gespannt, wann das sich irgendwann mal ein bisschen aufklärt. Vielleicht, wenn dann Leute nicht mehr aktiv sind und dann wirklich Bücher erscheinen oder was auch immer und wirkliche Aussagen, Shoot-Interviews kommen, wenn die Leute nicht mehr unter Vertrag stehen, was da wirklich passiert ist, ja, im Hintergrund. Könnte natürlich sein, dass Cody Rhodes dann nicht mehr so positiv dasteht. Ich glaube, da wird es einfach Argumente auf beiden Seiten geben. Ich habe immer das Gefühl gehabt, Cody versucht den sauberen Cut. Deswegen schießt er auch nicht, aber es kann natürlich auch Selbstschutz sein. To go back in a vindicated type way, to be me and try to be the absolute best wrestler in the world and prove it. Then Monday, I get a phone call at 8:40 in the morning. It's over, Cody's leaving. And then I was told about 20 minutes later that Cody's camp had been in contact with WWE officials. In a wrestling company, there's a boss. Right. And you're basically performing to the audience of one. The original vision was slipping away and Cody saw the writing on the wall. It was a gamble. Many thought he'd be buried like others before him, but he proved everyone wrong. And even though Gut, jetzt den Karrion Kross jetzt zu bringen, ist jetzt ein bisschen fies. Dort Helmchen. Schon ein anderer Name gewesen als ein Cody. Was man ja auch nicht vergessen darf, Cody Rhodes ist für WWE kein Unbekannter gewesen. Der hatte ja schon eine gewisse Karriere auch bei WWE. Er ist ein WWE-Guy gewesen. Also er ist ja nicht aus dem fremden Lager gekommen und war jetzt da und war quasi ein Alien im Lockerroom. Das ist nicht der Fall. Also er war ein paar Jahre weg und hat sich versucht, andersweitig zu beweisen. Das ist ihm ganz gut gelungen und da ist sein Ansehen sicherlich nicht gesunken dabei. Und dann kommt er wieder und ja, du hast einen Main-Player mehr, mit dem du Geld verdienen kannst und das erkennt der Lockerroom auch an am Ende des Tages, dass er Geld verdient für die Company.
WWE creative had its ups and downs. Cody had one goal in mind: WWE champion. Without Cody's leadership, AEW's backstage issues spiraled. The All-Out 22 brawl was just the tip of the iceberg. Tony Khan in interviews downplayed the importance of unity in the locker room. But that oversight led to a toxic environment where divisions grew deeper and fans began to turn away. Jetzt kann man natürlich drüber spekulieren, ob der Abgang von CM Punk natürlich dann genauso forciert war, auch von Seiten CM Punk. Ich glaube schon. Ja, also machen wir uns nichts vor. Punk hat gesehen, was Cody getan hat und wo er hingegangen ist und dass es ganz gut funktioniert hat. Man hat gerade gehört, die waren sowieso relativ dick, auch bei AEW. Er fühlte sich da nicht wohl. Er hat wahrscheinlich genau dieselben Probleme gesehen, weil er auch ein WWE-Guy war am Ende des Tages. Plus eben der Fakt, dass WWE eine ganz andere Company war in der Zwischenzeit und dementsprechend glaube ich schon auch, dass das beide Seiten forciert haben. Er AEW natürlich auch ein Stück weit in die Position gebracht hat, dass sie sich trennen mussten ab einem gewissen Punkt. Und er natürlich auch wusste, dass er, naja, nicht als Verlierer da rausgehen wird, weil er natürlich ein gewisses Standing hat. AEW's ratings dropped, attendance fell, and many fans who once believed in the revolution now felt disillusioned. In hindsight, it's clear that Cody's departure was a turning point for AEW, a moment when the dream of a wrestler-run company began to fade. Cody's departure from AEW wasn't just about one wrestler leaving. It was the catalyst for a leadership crisis and major shift in the wrestling landscape. Tony Khan's ego, combined with his reluctance to address serious issues. AEW Dynamite's 5-year anniversary, and it's coming at the most exciting time in the history of the company. Has cost AEW more than just a top star. And while WWE thriving with Cody near the top, AEW is left to pick up the pieces. Cody's gamble paid off, but he's also inspired a new generation of wrestling fans. And even though AEW has lost its way, there's still hope that that all-in spirit can be found again. Tony can put aside his ego. He's joining us with details of Tony Khan's denials. And fix what's broken. Cody, since leaving WWE, has increased his value as much, if not more, than anybody ever has. Cody doing what nobody had really done, which was quit WWE and then make his list, people that he wanted to work with and promotions that he wanted to work for. He just started lighting stuff on fire, and that's what brought Cody and Kenny and the Bucks together, making everywhere that he went buzzworthy. But in his own words, Cody's departure was ultimately about family. Everyone wants to be a wrestler. The dream is they're putting the belt on in their underwear. That's the dream. And I locked myself out of that because I didn't want to upset fans and do that. And they still got pissed. WWE, but if it didn't work on the level I wanted it to work, fallback was to do a podcast with Conrad called The All In. Sehr gutes Video. Verlinke das Video natürlich unten in der Videobeschreibung. Der Kanal heißt Kayfabe Mike Productions. Und da gibt es noch einen zweiten Teil über Cody Rhodes, den wir zu gegebener Zeit anschauen werden. Da heißt es nämlich: The Cody Rhodes Story WWE is afraid to tell. Und das geht dann auch über eine Stunde. Da ist quasi ein bisschen die Fortsetzung zu dem Video. Eine Dokumentation über Cody, was bei WWE danach dann passierte. Bin sehr gespannt, was da dann kommt. Um das ein bisschen einzuordnen, was wir jetzt gerade gesehen haben. Ich glaube, was ganz offensichtlich wird, und da bleibe ich dabei, war ich mir zu Beginn von AEW schon sicher und bin es nach 5 Jahren noch viel mehr. Dieser Gedanke, dass eine Wrestling-Company für Fans von Wrestlern geführt werden kann, ist ein Irrglaube. Ab einer gewissen Größenordnung wird das nicht funktionieren. Und das ist das, woran AEW ein Stück weit nicht gescheitert, aber gestruggelt hat und nicht mehr weiterkam. Das muss man jetzt im großen Aufwand ein Stück weit gerade ziehen. Das ist der Prozess, in dem man sich gerade befindet, offensichtlicherweise, wo man komische Entscheidungen trifft und einfach Zeit braucht, um dann die Strukturen zu schaffen. Ich hoffe, man tut das irgendwann. Ich hoffe, man holt die richtigen Leute jetzt an Bord, die das tun, ja, und die das können, weil einige hat man geholt, offensichtlich nicht mit den Rollen versehen, die sie hätten ausfüllen können. Einige sind inzwischen schon wieder weg. Und das finde ich grundsätzlich ein bisschen fragwürdig, ob dieser Gedankengang der richtige war. Cody Rhodes hat offensichtlich am Anfang auch daran geglaubt. Das war ein gemeinsamer Gedanke, den die gehabt haben, bis zu einem gewissen Punkt. Und dieser Punkt war dann der Turning Point, wo sich diese Philosophien auseinander bewegt haben. Ich habe es gerade schon angedeutet, ich halte Cody Rhodes nicht nur für einen Worker, sondern auch für einen Menschen, der im Business auch nach seiner aktiven Karriere sicherlich eine wichtige Rolle spielen kann und wird, weil er viele Erfahrungen mitbringt, ähnlich wie sein Vater das auch getan hat, bis zu seinem Ende im Endeffekt. Ich würde aber auch trotzdem nochmal eine Fragezeichen dahinter machen, ob Cody Rhodes hier wirklich nur der Good Guy ist oder ob man ihm jetzt natürlich einfach diese Rolle auch ein bisschen leichter zuschiebt, weil er natürlich sehr erfolgreich rausgegangen ist. Dass er Risiko genommen hat, definitiv, nicht nur einmal, eigentlich schon mit seinem Weggang von WWE, spätestens da, plus die Gründung von der Company als Competition auftreten zu wollen,
das dann wieder zu verlassen, zurückzugehen, ohne zu wissen, wird das funktionieren. Natürlich ist jetzt in Retrospektive leicht zu sagen, ja, war doch klar, hat er doch, was war da so schwierig? Er ist ja der Top-Guy, hat ja alles richtig gemacht. Aber in den Momenten, glaube ich, dass man da ein bisschen zweifelt, kann ich mir schon gut vorstellen. Und dass das nicht klar war und nicht in Stein gemeißelt war. Davor habe ich erstmal grundsätzlich Respekt. Er hat offensichtlich eine klare Vorstellung davon, dass er sich bewegen muss, um Dinge für sich erreichen zu können. Und sein Ziel ist, Geld zu verdienen, wie es halt ein Worker nun mal tut am Ende des Tages. Das kann er bei WWE sehr gut, hätte er bei AEW auch gekonnt, aber unter anderen Bedingungen. Plus, er wird irgendwann mal auf sein Leben zurückschauen und wahrscheinlich sagen, ja, ich brauchte diesen AEW-Run, um dann das machen zu können, was ich danach getan habe. Deswegen wird das nicht bereuen. Die Krönung dieser Geschichte wäre eigentlich nur noch, dass Cody irgendwann, wenn sein WWE-Run durch ist, zu AEW zurückgeht, in der Leadership-Position und dann seinen Gedanken von einer eigenen Promotion vielleicht noch vollendet. Das wäre so diese Story, die irgendwie dieses Bild abrunden würde, die dann nochmal dafür sorgt, dass eine richtige Competition aufkommen könnte, weil er dann diese Credibility hat, diese Glaubhaftigkeit einfach, dass er den Markt verändern kann und was erreichen kann. Wenn er das hinbekommt, wenn das irgendwann passiert, dann ziehe ich nochmal einen Hut, also ohnehin schon vor diesen Entscheidungen. Gutes Video auf jeden Fall, kann ich nur empfehlen. Habe ich gerne angeschaut, gut produziert auch, viele Interviews, Haufen Aufwand reingesteckt. Ja, wenn alle Videos so wären im Wrestling-Kontext, hätten wir viel Inhalte zu schauen. Das werden wir weiterhin tun, auch twitch.tv/Chefblöter mit OE geschrieben. Ihr auf YouTube lasst gerne einen Daumen nach oben da für meine Reaction und natürlich auch gerne für das Originalvideo von Kayfabe Mike Productions. Tolle Sache. Wir sind raus auf YouTube, wir machen weiter auf Twitch. Tschö mit OE.